Ja, Freunde, der Safe-Duft, yes. Der neue Marc Gebauer ist am Start. Wow. Absolut nice. Da haben wir ihn. Gleich mehr. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, live aus Hamburg. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Talk. Der einzig wahre und erreichte, doch wieder erkannte Fragrance Talk. Yeah. Ehrenbruder Marc Gebauer hat mir seinen neuen Duft geschickt. Plus Safe, ihr habt es gesehen. Geile Idee immer. Also ich finde diese Ideen immer sehr nice. Und ein Safe kann man immer gebrauchen, ihr wisst es ja. Und ja, Amorist ist da. Und ihr habt ja schon den Titel gelesen, alter Schwede. Es ist ein sehr blumiger Duft, aber ein 10 von 10 Sterne Duft. Warum, werde ich euch natürlich gleich erzählen. Also ihr wisst ja, ich feiere Marc seine Düfte von Anfang an wegen Haltbarkeit und Silage. Also richtig Power-Düfte. Richtig Power-Düfte. Ob das jetzt Air Tiger ist, ob das jetzt Orange Flamingo ist, ob das Arabian King ist, ob das Berserker ist. Obwohl Berserker ja so ein bisschen sich rückgenommen hat, nicht ganz so stark ist. Hier habe ich auch erst gelesen, ja, der hält sich jetzt ein bisschen ruhig. Das ist zum Beispiel auch der Orange Flamingo für Frauen. Also natürlich, er ist sehr feminin, das ist klar, aber ich finde, den kann ein Mann sehr gut tragen und ich bin der Meinung, er ist nicht zurückhaltend. Also ein Sprüher habe ich raufgelegt zum Beispiel am Anfang und ich habe die ganze Zeit diesen Duft gerochen. Da frage ich mich, okay Leute, was nennt ihr zurückhaltend? Also das ist ein wirklich süßer, cremiger Blumenduft. So, ganz klar, mit einem geilen Flakon, aber die Flakon kennen wir ja, die ist es ja üblich. Hier müssen wir wieder ein bisschen sauber machen, ne? Und ja, sehr nice, die Farbe passt perfekt, meiner Meinung nach. Also sehr geiler Duft. Ich bin auch der Meinung, dass das ein Duft fürs ganze Jahr ist. Am Anfang habt ihr wirklich die Magnolie und die Bergamotte, aber mehr natürlich die Magnolie. Ihr riecht das wirklich. Wer das kennt, weiß, wie die riecht, und so riecht auch dieser Duft. Sehr, sehr nice. Bergamotte so ein bisschen Background, die Frische, die leichte Frische, aber schon süßlich, und eben die Magnolie kommt richtig gut. Dazu kommt die schwarze Johannisbeere. Das macht es dann ein bisschen süßer, finde ich interessant. Und ja, es ist, ihr müsst euch die Süße, wie soll ich euch, ja, also es ist keine synthetische Süße, es ist keine übertriebene Süße, es ist einfach eine Süße im Background, die richtig schön mitschwingt. Ich habe jetzt kein Beispiel, gutes, ich finde es einfach durch die Johannisbeere etwas süßer und cremig, und die Bergamotte, die wirklich nur im Background mitschwingt, und die Magnolie natürlich richtig im Vordergrund Power macht. Das hat schon Stil. Dann kommt Jasmin, Ylang Ylang und Lilie, glaube ich auch. Also es ist, wie gesagt, ein blumiger, süßer Duft. So, den man aber wirklich gut tragen kann. Haltbarkeit, ich habe ihn ja gleich getestet, wo er gekommen ist. Haltbarkeit ist bei mir 10 Stunden, er hält gut, und die Ausstrahlung, das ist eine 9 von 10. Also ich nehme diesen Duft definitiv wahr. Und wenn ihr mehr Sprüher raufnehmt, Mann, dann seid ihr einfach im Mittelpunkt wieder, wie oft bei Marc seinen Düften. Auch der Berserker ist nicht so schwach, wie er ist. Er ist zwar der schwächste von der Haltbarkeit, von der Silage-Ausstrahlung, sorry, aber jetzt nicht unbedingt schwach. Schwach gibt's bei Marc, was Düfte angeht, nicht. Dann kommt noch Moschus, Patchouli und Vanille. Ja, und die Vanille kommt zum Schluss natürlich, aber im Endeffekt ein richtig cooler Duft. Richtig lecker, mehr muss man nicht sagen. Also das ist mit alter Schwede, meinte ich, es ist einfach richtig Blume in the face. Also das ist nice in dem Fall. Ich mache ja auch zum Beispiel den, wie heißt der, Fleur de Mal von Jean Paul Gaultier, ist auch ein heftiger Blumenduft. So, und auch cremig dazu. Wenn man das perfekt hinbekommt, so wie auch hier, dann ist ein Blumenduft für einen Mann nice, und da liegt die Betonung auf nice. Und ich finde, hier passt einfach, der ist nicht überladen, so dass ihr Kopfschmerzen davon bekommt, so dass ihr erdrückt werdet. Nein, er ist einfach da, wenn ihr kommt. Man merkt euch, ihr riecht lecker, ihr riecht sexy als Mann. Hier könnt ihr so einiges machen, nicht, da wird euch warm, also
auch beim Date und so weiter. Also nicht nur, weil es warm draußen ist, sondern ja. Und wann kann man diesen Duft benutzen? Also Fakt, im Büro, Frühling, definitiv Frühling und auch Sommer. Und ich denke, dass er auch in Herbst und Winter richtig gut kommen wird und natürlich auch performen wird. So, ihr solltet euch auf jeden Fall den neuen Duft, ja, testen. Müsst ihr unbedingt. Wenn ihr die anderen Düfte vom Markt auf jeden Fall gut findet, kommt ihr an diesen gar nicht vorbei. So, das ist einfach Fakt. Und wie gesagt, macht euch euer eigenes Bild und nicht was andere sagen. Amorist ist am Start. Also Leute, wer ihn noch nicht kennt, jetzt testen. Sehr geiles Release. Also, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.